Heute zeige ich euch, wie ihr den coolen The Sally Sweater erst batiken und dann nähen könnt. Es ist super einfach und sieht nach so viel mehr aus. Hallöchen ihr Lieben! Wir haben uns mit unseren guten Freunden von Brother zusammengetan, um euch dieses coole Sweater-Projekt zu präsentieren. Den The Sally Sweater könnt ihr entweder mit der Overlock oder mit der Nähmaschine nähen und er ist genauso für euch geeignet, egal ob ihr gerade NähanfängerInnen seid oder schon richtig Erfahrung habt. Ja, denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was im kleinsten Detail zu tun ist, bis der fertige Pullover entsteht. Ihr braucht lediglich Zugang zu einer Nähmaschine oder Overlock und apropos, da möchte ich euch noch gerne zwei ans Herz legen. Die Nähmaschine Innovis 560, das ist die hier steht, habe ich schon ausführlich getestet und kann sie mega empfehlen, denn sie hat eine richtig coole Auswahl an Stichen, näht richtig smooth und richtig leise und ja, kann ich für alle diejenigen empfehlen, die ihr Nähen vielleicht auch so aufs Next Level heben wollen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch mega coole Overlock-Maschinen von Brother. Ich habe hier zum Beispiel die 4234D. Eigentlich eine relativ Standard-Overlock mit 2, 3 oder 4 Nähfäden. Macht ein richtig ordentliches Ergebnis, schneidet natürlich auch den Stoff immer direkt schön ab. Und wer aber was richtig Cooles haben will, sollte sich mal die Airflow 3000 anschauen. Denn die arbeitet mit diesem Luftdurchströmungssystem und pustet die Nähfäden quasi beim Einfädeln automatisch durch ihre Gänge durch. Also das ist nochmal mega cool. Beide Maschinen sind übrigens in der Beschreibung verlinkt. Ja, und um loszulegen, gleich braucht ihr auf jeden Fall das Schnittmuster, findet ihr auch in der Beschreibung. Könnt ihr euch ganz einfach downloaden, dann kann es direkt losgehen. Oder ihr lasst es euch in Papierform nach Hause zuschicken. Ja, und wer die Originalmaterialien auch haben möchte, mit denen ich auch heute nähe, der bestellt sich das komplette DIY-Set. Denn da findet ihr alle Materialien in der richtigen Menge und super guter, nachhaltige Qualität, die halt auch von uns getestet ist und dann auf jeden Fall einwandfrei funktioniert. Ja, also macht direkt mit, wiederholt so oft ihr es braucht, pausiert da, wo ihr mögt und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen DIY-Kollektionen mehr verpassen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Was wir brauchen. Als erstes natürlich unser Schnittmuster, ein Oberstoff, hier empfehlen wir Sommersweat mit passendem Bündchenstoff, unsere Färbemischung, passendes Nähgarn, einige Gummibänder, eine Jersey-Nähmaschinennadel und unser Stoffetikett. Damit kann es losgehen. Als erstes unterscheiden wir einmal unseren Oberstoff von unserem Bündchen, wenn ihr das DIY-Set habt. Das Bündchen ist im Schlauch geschnitten und ist deutlich weniger. Und der Oberstoff ist der hier, der hat eine ganz leichte Streifenoptik, ihr habt deutlich mehr davon und kommt als ganzes Stück nicht im Schlauch. Die Rückseite ist rau, nicht kuschelweich, sondern beim Sommersweat hier einfach so leicht rau und die Vorderseite, also die rechte Seite, glatt. Nachdem ihr den Stoff einmal bei 30 Grad im Schonwaschgang gewaschen und dann wieder getrocknet habt, oder einmal komplett heiß mit Dampf abgebügelt habt, könnt ihr den Stoff dann, wenn er wieder trocken ist, einmal vor euch ausbreiten. Die Webkante liegt dabei rechts, also vertikal vor euch und die abgeschnittene Kante jetzt horizontal vor euch. Probiert jetzt einmal, dass der Stoff komplett liegt, ohne irgendwelche Falten zu haben, bitte. Ja, und dann, bevor wir überhaupt mit dem Batiken anfangen, werden wir unseren Stoff zuschneiden. Wie ihr eure einzelnen Schnittteile auflegt, das seht ihr in eurem E-Book oder Booklet. Guckt da also einmal, das kann sich auch bei verschiedenen Größen unterscheiden. Und ganz wichtig, ich fange jetzt hier mit dem ersten Teil an aufzulegen, ist immer der Fadenlaufpfeil. Der soll immer genau parallel zu eurer Webkante liegen. Das könnt ihr dann am besten auch einmal ausmessen, indem ihr euch ein Maßband nehmt und immer von dem Pfeil zur Kante messt und das an verschiedenen Stellen. Und wenn hier der Abstand gleich ist, dann wisst ihr, okay, jetzt liegt mein Teil im Fadenlauf. Sonst müsstet ihr euer Schnittteil dann so noch einmal verschieben und ausrichten, dass der Abstand gleich ist. Genau, und dann können wir unser Teil einmal komplett außen drumherum feststecken mit ein paar Stecknadeln. Ich stecke sie in einem Abstand von ungefähr 10 bis 15 cm am Ende, als erstes die Ecken und dann einmal ringsherum. Wenn ihr dann alle Teile aufgesteckt habt, wie es in eurem Schnittbild angezeigt ist,
Dann könnt ihr jetzt eine Stoffschere dazu nehmen und eure Schnittteile einmal ausschneiden. Ihr führt dafür die Schere einfach direkt entlang eurer Schnittteile, denn die Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten. Probiert möglichst ordentlich auszuschneiden und schneidet dann bitte alle eure Schnittteile so häufig aus, wie es darauf steht und wie es auch im Schnittbild zu sehen ist. Wenn alle Schnittteile zugeschnitten sind, dann markieren wir uns noch die Knipse. Das sind so kleine Querzeichen an den Rändern eurer Schnittmuster. Dazu schneidet ihr einfach 3-4 mm mit eurer Scherenspitze durch den Stoff und das Papier. Aber bitte auch nicht weiter, denn die sollen uns einfach nur zur kleinen Orientierungshilfe dienen. Also nicht weiter schneiden, als die Nahtzugabe zum Beispiel breit ist. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Einschnitt. Und jetzt sucht ihr einmal alle Knipse und schneidet sie alle ein bisschen ein. Dann müssen wir noch das Bündchen zuschneiden. Das geht im Prinzip genauso, nur dass unser Bündchen jetzt gerade noch ein Schlauch ist. Und den möchten wir jetzt einmal aufschneiden. Das mache ich hier rechts an der Seite einmal. Dann lege ich mein Schnittteil an diese Gerade an. Halte mir das einmal gut fest. Kann es auch fest stecken, wenn ich möchte. Schneide jetzt den oberen Rand hier einmal entlang. Dann ist mein Schnittteil ja länger als dieser Schlauch. Deshalb falte ich mir das einmal auf. Lege mir das dann dort wieder an. Und schneide mir noch den Rest aus. Ja, mit den anderen Schnittteilen gehe ich dann genauso vor. Ich möchte hier einfach auch platte Schnittteile haben. Nichts wird im Schlauch direkt gelassen. Ja, und dann würde ich euch bitten, jetzt einmal alle Schnittteile auszuschneiden, die aus Bündchenware zugeschnitten werden müssen. Gut, anschließend geht es jetzt endlich ans Färben. Als erstes öffnen wir einmal unser Färbeset und holen heraus, was sich darin verbirgt. Ihr findet darin eine Anleitung, dann unser Färbemittel selbst und ein Vorwaschmittel. Damit beginnen wir gleich. Ich erzähle euch alles Schritt für Schritt. Wir brauchen jetzt erstmal Töpfe. Je nachdem, wie groß die Töpfe sind, die ihr habt, braucht ihr mehr oder weniger. Ich habe hier nur so mittelgroße Töpfe, deswegen teile ich meine Flüssigkeit auf 2 Töpfe auf. Aber wenn ihr einen Topf habt, in den 7,5 Liter plus euer Stoff passen, reicht auch ein Gefäß völlig aus. Ich habe jetzt in jedem Topf so 0,5 bis 1 Liter kaltes Wasser gefüllt und werde jetzt auch mein Vorwaschmittel in beide Töpfe aufteilen. Dann rühre ich beide Töpfe einmal gut um, sodass sich dieses Vorwaschmittel mit dem Wasser vereint. Anschließend teile ich dann meine einzelnen zugeschnittenen Stoffschnittteile schon auf die beiden Töpfe auf und tunke die so ein bisschen ein. Wenn ihr das Ganze auf dem Herd macht, dann könnt ihr gleich die 7,5 Liter hinzufügen, entweder in den einen Topf oder ihr teilt es eben auf eure verschiedenen Töpfe. Ich mache es hier mit dem Wasserkocher und teile das heiße Wasser dann auf beide Töpfe auf. Dann rühre ich immer auch nochmal gut um, sodass das Waschmittel auch an alle Stellen kommt. Das mache ich auch immer wieder zwischendurch. Und lasse das Ganze jetzt im heißen Wasser für 30 Minuten. Und auch zwischendurch könnt ihr immer wieder umrühren. Wenn die 30 Minuten um sind, dann könnt ihr das Wasser abgießen und eure Stoffteile einmal schön unter kaltem Wasser komplett ausspülen. Das mache ich auch jetzt. Dann lege ich jetzt mal alle meine Stoffe zusammen, packe einen Topf erstmal vorübergehend an die Seite und werde mir jetzt nach und nach meine einzelnen Teile von meinem Pullover vornehmen und meine Gummibänder dazu holen.
Denn jetzt nehmen wir jedes einzelne Schnittteil, legen das einmal so vor uns hin, dass die später rechte Seite, also die glatte bei dem Oberstoff, nicht die raue, oben liegt und zu uns guckt. Kruscheln das in der Mitte dann alles so ein bisschen zusammen, machen so ein kleines Bällchen daraus und achten darauf, dass möglichst viel von der Außen, also der schönen Seite des Stoffs, außen bei unserem Bällchen liegt. Denn das sind die Partien, die sich gleich färben werden. Dann nehmen wir einfach mal pro Knäuel so ein paar Gummibänder, damit dieser ganze Ball zusammenhält und machen uns das Ganze möglichst fest. Und dann machen wir das genauso bei jedem einzelnen Teil. Diesen Schritt mag ich irgendwie immer ganz besonders, genauso wie den, wenn man es dann später alles wieder enttüdelt und sieht, was man da Schönes gefärbt hat. Und apropos Spaß, sage ich mal, wenn euch das hier gerade Spaß macht und ihr sagt, ja, ihr habt auch irgendwie Lust, generell mehr an DIY, also Do-it-yourself-Sachen oder Dinge zu nähen oder zu stricken oder Makramee zu machen, dann schaut doch unbedingt mal auf unserer Website vorbei und folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal, denn da gibt es noch viele coole weitere Projekte für ganz verschiedene Level, egal als komplett Einsteiger oder Fortgeschrittener. Schaut euch da gerne mal um und sucht euch euer nächstes Projekt aus. Okay, für den nächsten Schritt solltet ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr eine Unterlage habt, die dreckig werden kann oder generell irgendwie auf einer Werkbank oder so arbeitet oder draußen, denn hier kann es auf jeden Fall gleich zu ein paar Überschwapperlebnissen kommen. Ich kippe jetzt einmal hier meine Farbe in etwas kaltes Wasser und fülle dann den restlichen Topf wieder auf die Liter auf mit heißem Wasser. Vorher rühre ich hier natürlich noch einmal gut um, damit sich mein Färbemittel hier komplett auflöst in dem Wasser. Ich mache hier heute eine braune Variante, bin aber super gespannt, wenn ihr auch mal eure Ergebnisse mit uns teilt und dann sagt, welche Farbe ihr eigentlich macht. Ja, und ein kleiner Tipp, um das Überschwappen natürlich zu vermeiden, könnt ihr auch einfach ein richtig großes Gefäß nehmen. Das kann gerne deutlich größer sein als meins hier. Dann ist die Gefahr natürlich kleiner. Auch solltet ihr gerne irgendwie eine Schürze oder alte Klamotten tragen, denn es kann natürlich auch ein bisschen spritzen und wir möchten ja nicht, dass sich die Klamotten mitfärben, die ihr gerade tragt. Ja, und wenn alle Teile drin sind, dann bitte einmal 60 Minuten warten und gelegentlich umrühren und anschließend könnt ihr dann euer Wasser einmal abgießen, die Gummibänder wieder lösen und eure Stoffe einmal ausspülen und gucken, was draus geworden ist. Hier sieht man zum Beispiel meine Resultate. Es ist jetzt noch nass, das Ganze wird noch ein bisschen heller und der nächste Schritt ist einmal komplett trocknen lassen und erst dann geht es mit dem Nähen weiter. Wenn wir bereit sind, dann brauchen wir einmal unser Rückteil, legen das mit der rechten schönen Seite nach oben und unser Vorderteil darauf und zwar rechts auf rechts, sodass die raue Seite jetzt zu uns zeigt. Und dann werden wir die beiden Seitennähte einmal aufeinander stecken und zwar in einem Abstand von 1 cm. Schaut, dass die Kanten schön aufeinander liegen und gleichmäßig miteinander abschließen und auch die Ecken hier genau aufeinander liegen, wo sie sein sollten. Ja, und dann stecken wir uns vielleicht noch ein paar Stecknadeln zwischen die Strecken hier, sodass alle 5 bis 10 cm eine Stecknadel ist. Dann kann uns das Ganze nicht verrutschen und werden hier als erstes lang nähen und stecken uns das Ganze zuvor auch noch auf der anderen Seite. Dann fädelt bitte Ober- und Unterfaden bei eurer Nähmaschine einmal mit dem Garn ein und stellt einen normalen Geradstich ein in einer Stichlänge von 2,5. Ich werde das also alles hier an der normalen Nähmaschine vormachen, aber wenn ihr eine Overlock-Maschine da habt, dann nutzt die super gern für die Nähte. Gut, genug davon gequatscht, jetzt nähen wir mal die erste Naht. Wir senken unseren Nähfuß, fangen direkt hier am Saum an zu nähen und zwar in einem Abstand von 1 cm. Am Anfang verriegeln wir die Naht und nähen dann einfach gerade bis zu unserem Armlochausschnitt. Nehmen dann die Stecknadeln immer raus, wenn wir dazu kommen. Nähen weiter. Bitte zieht nicht an dem Stoff und schiebt auch nicht. Der Transporteur der Nähmaschine wird das alles selbst machen. Am Ende dann bitte einmal verriegeln. Alles klar.
Dann heben wir die Nadel, heben unseren Nähfuß, schneiden den Faden ab. Ich habe hier einen automatischen Fadenabschneider bei dieser Maschine und dann ist die Naht fertig. Genauso machen wir das auch noch auf der anderen Seite und anschließend werden wir bügeln. Und zwar habe ich mein Bügeleisen jetzt auf so eine Stufe 2,5 gestellt und bügel auch mit Dampf und ich möchte die Nahtzugaben hier einmal auseinander bügeln. Das ist machbar, wenn ihr mit der Nähmaschine genäht habt. Wenn ihr mit der Overlock genäht habt, dann sind ja die Nahtzugaben verbunden, was auch super praktisch ist. Dann würdet ihr die jetzt in Richtung Vorderteil bügeln. Anschließend fertigen wir unseren Ärmel, der besteht ja aus 2 Teilen. Guckt da bitte einmal, dass ihr nicht 2 gleiche jetzt aneinander legt, sondern 2 unterschiedliche. Ihr erkennt oben auch an dem Verlauf beim Halsloch, dass die dort unterschiedlich sind. Und dann legt ihr die beiden Ärmel bitte einmal rechts auf rechts und steckt als erstes die lange Strecke aufeinander und zwar auch wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Das gleiche könnt ihr dann auch noch bei eurem anderen Ärmel vorbereiten und die Strecke werden wir dann gleich nähen. Wir fangen jetzt also einmal ganz oben an der Kante an und nähen bis zum Saum in einer leichten Rundung. So, senken wir den Nähfuß wieder, verriegeln am Anfang und am Ende und nähen einmal möglichst ordentlich in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Und hier haben wir eben ja gleich eine leichte Rundung, da bewegen wir dann einfach unseren Stoff leicht in die Richtung, in die wir nähen möchten, aber denken auch wieder hieran, dass wir nicht schieben oder ziehen möchten an dem Nähgut, denn das macht die Maschine für uns und gerade bei solchen leicht dehnbaren Stoffen ist es besser, wenn wir das nicht machen, denn so wird das Stichbild am schönsten. Die Nahtzugabe werden wir auch hier wieder auseinander bügeln. Macht das Schritt für Schritt. Gerade an der Rundung ist es wichtig, dass ihr da keine Falten einbügelt. Ich gehe hier einfach dann mit meiner Spitze vom Bügeleisen etwas entlang, kann den Rest auch etwas anheben und lege mir dann meinen Stoff rechts und links davon immer so schön hin, dass mir dann nicht eine Falte reinkommt. Und dann bügele ich einmal hier komplett rüber. Und wenn ihr das Ganze mit der Overlock gefertigt habt, dann auch hier wieder die Nahtzugaben in Richtung Vorderteil legen und bügeln. Dann dreht euch das Ganze einmal um, sodass die rechte schöne Seite jetzt außen liegt und bügelt auch von dort noch einmal über die Naht. Dann ist es am plattsten und am besten. Gut, wenn ihr das gemacht habt und auch bei eurem anderen Ärmel soweit seid, dann könnt ihr den Ärmel einmal nehmen und in der Mitte umklappen, so dass er rechts auf sich selbst liegt. Und dann stecken wir die kurze Naht aufeinander, von unter dem Armloch bis zum Saum. Und machen das natürlich auch wieder genau bei beiden Ärmeln gleich. Dies ist also die Strecke, die wir jetzt nähen. Im Prinzip gibt es da nicht viel zu sagen, es funktioniert genau wie zuvor auch. Im Abstand von 1 cm zur Kante nähen wir jetzt vom Anfang bis zum Ende dieser Naht und verriegeln sie am Anfang und am Ende ebenfalls. Nach dem Nähen folgt das Bügeln und jetzt ebenfalls. Wenn ihr so einen Bügelarm habt, dann könnt ihr den an dieser Stelle super gerne benutzen oder auch ein Bügelei für die Rundung. Wenn nicht, dann zeige ich euch hier, wie es geht. Ihr macht einfach wieder rechts und links den Stoff so ein bisschen platt, sodass ihr zwischen die Nahtzugaben kommt, ohne irgendwie ein Fältchen reinzubügeln und benutzt am besten auch hauptsächlich die Spitze des Bügeleisens. Dann ist es am sichersten. Und bügelt einmal die komplette Nahtzugabe hier auseinander oder wieder, wenn ihr mit der Overlock genäht habt, Richtung Vorderteil, also Vorderärmel. Auch von der rechten, schönen äußeren Seite gehe ich noch einmal rüber und dann geht's weiter. Und zwar mit unserem Ärmelbündchen. Davon haben wir natürlich auch wieder 2. Die falten wir einmal so in der Hälfte, dass die kurzen Seiten aufeinander liegen, stecken sie einmal fest und nähen jetzt gleich hier einmal die kurze Strecke entlang. Die schönen rechten Seiten liegen jetzt wie immer innen, also was wir jetzt sehen, ist die linke Seite. Die Nahtzugabe beträgt hier auch wieder 1 cm und wir verriegeln am Anfang und am Ende. Wenn wir das bei beiden Bündchen gemacht haben, gehen wir wieder zum Bügelbrett, falten uns das Bündchen einmal auf, sodass wir an die Nahtzugabe kommen und bügeln sie auch wieder auseinander. Wenn ihr das mit der Overlock gemacht habt, dann ist jetzt egal, in welche Richtung ihr diese Nahtzugabe bügelt.
Anschließend falten wir das Bündchen einmal in die andere Hälfte, sodass die schöne äußere Seite, wo man die Nahtzugaben jetzt nicht sieht, außen liegt und die Nahtzugaben hier quasi im Bündchen versteckt sind. So, guckt, dass diese Strecken einmal schön überall aufeinander liegen, denn so soll das ja auch später angenäht werden. Und wenn das alles gut liegt, dann werden wir hier einmal diese untere Kante, die jetzt nur umgefaltet ist, einmal scharf platt bügeln. Denn das ist jetzt dann schon final für unseren Ärmelbund und den nähen wir gleich nur noch an. Ich rolle mir das immer so ein Stückchen weiter, dass ich überall einmal dran gekommen bin. So sollte das aussehen. Dann benötigen wir unseren Ärmel und ein Bündchen und möchten diese jetzt zusammennähen. Dafür legen wir jetzt unsere Naht von unserem Bündchen auf die Naht von unserem Ärmel. Ich gehe hier mit einer Stecknadel einmal durch beide Lagen vom Bündchen, genau durch die Naht und gehe dann mit der Spitze auch genau durch die Naht des Ärmels, sodass ich sicherstelle, dass die alle genau aufeinander liegen und stecke mir da also meine erste Stecknadel. Dann ist es am einfachsten, wenn wir unser Bündchen hier einmal komplett um unseren Ärmelsaum rumklappen, also einmal umstülpen, genau so. Dann legt einmal die Knipse aufeinander, also Knips auf Naht des Ärmels. Das ist dann sozusagen genau die andere Seite. Und verteilt die Strecke dazwischen. Entweder gleich einfach an der Nähmaschine, indem ihr zieht, oder ihr könnt euch natürlich auch jetzt vorher ein paar Stecknadeln stecken. Es ist nämlich wichtig, dass der Ärmel mehr Weite hat als das Bündchen, denn wir wollen da ja so einen kleinen voluminösen Effekt haben. Ich mache das Ganze unter der Nähmaschine. Ich lege es mir jetzt auch so an, dass ich hier auf meinem Bündchen nähe, also von der Seite auf dem Bündchen. Gucke, dass ich hier nur die 3 Lagen erwische von meinen 2 Bündchenlagen und dem einen Stoff von meinem Ärmel. Ich möchte jetzt ja nicht alles zusammennähen, denn sonst komme ich nicht durch. Fange hier bei der einen Naht an, verriegel da und ziehe mir dann mein Bündchen so weit, wie die Strecke lang ist von meinem Ärmelteil. So sieht das aus und dann nähe ich da einfach locker drüber im Abstand von 1 cm, bis ich zu meiner nächsten Stecknadel komme. Denn die gibt mir ja vor, dass hier die Punkte wieder aufeinander passen müssen und so weit ziehe ich mir eben das Bündchen. Wenn ich da angekommen bin, entferne ich die Stecknadel einmal. So, habe dann ja hier in der Hand dann schon wieder das Ende, wo ich angefangen habe zu nähen. Gucke dann auch, wenn ich hier über die Nahtzugaben nähe, dass die liegen, wie ich sie zuvor gebügelt habe, also auseinander oder zu einer Seite, je nachdem, ob ihr mit der Nähmaschine oder Overlock genäht habt. Dann ziehe ich mir mein Bündchen hier wieder, gucke, dass ich keine andere Lage mitnehme und zusammennähe als die ich möchte. Und dann kommen wir hier am Ende an, ich verriegel wieder, schneide meinen Faden ab und dann solltet ihr die Naht einmal kontrollieren und gucken, ob das auch wirklich so geworden ist, wie ihr es gerne wolltet. Dann nehmen wir uns einmal hier euer zusammengenähtes Vorder- und Rückteil dazu. Vorderteil erkennt ihr daran, dass der Halsausschnitt tiefer ist. Und jetzt möchten wir unseren zuvor gefertigten Ärmel einsetzen. Wir erkennen jetzt daran, welcher Ärmel es ist, an unserer Neigung. Also hier geht ja mein Bogen nach links hoch und das bedeutet auch, dass es mein rechter Ärmel ist. Also von hier aus gesehen werden wir jetzt links einsetzen, aber wenn man ihn trägt, ist es der rechte Ärmel. Denn im Rückteil soll die Kurve also hochgehen. Hier nähen wir den jetzt ein und es ist einfacher als normalerweise einen Ärmel einzusetzen, weil es hier eben so eine Raglan-Konstruktion ist. Als erstes legen wir unsere Nähte einmal aufeinander, also von dem Tiefpunkt in dieser Rundung von unserem Ärmel. Da stecken wir auch die Stecknadel durch, genau durch die Naht und stecken sie dann auch durch die Naht von unserem Vorder- und Rückteil. Stecken die einmal so quer. Dann legen wir hier einmal die Ecke von unserem Vorderteil auf die nächste Ecke hier im Rückteil, stecken dort eine Nadel. So, dann können wir die Strecke einmal aufteilen und schön aufeinander stecken. Die Ränder schließen also miteinander ab.
Das gleiche machen wir dann auch noch im Vorderteil. Dort legen wir auch die oberen Ecken aufeinander, stecken die dort einmal fest und verteilen danach die restliche Strecke mit ein paar Stecknadeln. Es ist eben leichter, diesen Ärmel zu nähen als einen normalen Ärmel, weil wir hier nur in einem U nähen. Also es hat einen klaren Anfang und ein Ende und wir nähen nicht in einem geschlossenen Kreis. Ja, und das U befindet sich also hier. Gut, fangen wir also bei einer Seite an. Wir nähen wieder im Abstand von 1 cm zur Kante. Auch hier könnt ihr wieder die Overlock einsetzen. Und wir nähen, bis wir bei der anderen Ecke angekommen sind. Wenn wir über die Nahtzugaben in der Mitte nähen, dann gucken wir einmal, dass die auch wieder schön auseinander liegen oder beide zum Vorderteil zeigen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu beachten. Die Nähte, die wir jetzt hier gerade geschlossen haben, vom Ärmel und unserem Vorder- und Rückteil, werden wir jetzt auch einmal so legen, dass wir die Nahtzugaben auseinanderbügeln können. Das machen wir vorne und hinten jeweils, soweit wir kommen. Wenn ihr sie mit der Overlock geschlossen habt, dann bitte ich euch, sie einmal Richtung Vorder- oder Rückteil zu bügeln. Dann benötigen wir noch unser Bündchen für den Halsausschnitt. Falten das auch einmal rechts auf rechts, sodass die kurze Seite als erstes aufeinander liegt, stecken die fest und nähen da einmal ganz flott drüber. Dann werden wir auch die Nahtzugaben einmal auseinander bügeln. So, falten dieses Bündchen auch wieder in der Hälfte, sodass die offenen Kanten aufeinander liegen und bügeln dann über die umgeschlagene Kante einmal scharf drüber. Und das nähen wir jetzt an. Ich habe den Pullover, soweit wie er ist, jetzt einmal so vor mich gelegt, dass die Vorderseite nach oben zeigt. Nehme mir einmal das Bündchen dazu. Lege jetzt einmal den Vorderteil-Knips vom Bündchen, also beide Lagen davon, auf den Vorderteil-Knips von meinem Vorderteil. Stecke da die erste Stecknadel. Falte dann das Bündchen wieder einmal komplett um, sodass ich dann hier im Rückteil einmal die Nähte aufeinander stecken kann von meinem Bündchen auf genau die hintere Mitte von meinem Rückteil. Da stecke ich die nächste Stecknadel. So. Und dann kann ich die Strecke dazwischen entweder also auch wieder feststecken mit ein paar Stecknadeln oder direkt unter die Nähmaschine mitnehmen und dann nähen. In diesem Fall stecke ich hier ein paar Stecknadeln als erstes in die Mitte. Ihr habt vielleicht gesehen, ich ziehe immer auch so ein bisschen dran, wie ich es unter der Nähmaschine machen würde, um zu gucken, wo mein Bündchen also sitzen soll und stecke dann meine Stecknadeln genau an die adäquate Stelle. Ja, und dann mache ich das einmal ringsherum und nähe dann gleich diese Strecke unter der Nähmaschine. Das Ganze funktioniert ja wie bei unserem Bündchen am Ärmel auch schon. Wir nähen einmal komplett im Kreis. Ich fange hier bei einer Naht an, und zwar der Naht genau in der hinteren Mitte. Entferne meine Stecknadel, fange an zu nähen und nähe jetzt wieder 1 cm Nahtzugabe komplett ab, bis ich wieder da angekommen bin, wo ich angefangen habe. Und immer wenn ich über die Nahtzugaben nähe, dann gucke ich, dass sie noch genauso liegen, wie ich sie zuvor gebügelt habe. Das ist hier ganz wichtig. So, dann komme ich auch schon wieder da an, wo ich angefangen habe, verriegel da wieder, hebe meine Nadel, meinen Nähfuß, schneide den Faden ab und habe hier auch meinen Halsausschnitt fertig. Dann ist es noch an der Zeit, unseren Saum zu fertigen. Wir nehmen uns einmal unser Maßband oder Handmaß dazu, bügeln den Saum einmal 4 cm nach innen um, also zur linken Seite. Ja, und bügeln da auch schön immer mit Dampf über die Kante und stecken ihn uns dann fest. Arbeiten uns einmal ringsherum vor, bis der komplette Saum nach innen umgebügelt ist, und zwar um diese 4 cm.
Auch hier nähen wir jetzt einmal komplett im Kreis. Diese umgebügelte offene Kante hier links, die möchten wir jetzt einmal knappkantig absteppen. Dabei könnt ihr euch auch rechts an den Linien auf eurer Stichplatte orientieren und einmal eine möglichst gerade Saumnaht nähen, hier also von der linken Seite. Einmal komplett herum, bis ihr wieder da ankommt, wo ihr angefangen habt. So ein breiter Saum sieht auf jeden Fall auch immer deutlich moderner aus als ein schmaler Saum. Deswegen sind eigentlich bei unseren Kollektionen meistens die Säume ein bisschen breiter. Es sieht einfach ein bisschen cooler aus. Ja, mit Nähen an der Nähmaschine sind wir komplett durch. Wir verleihen dem Sweater jetzt noch den letzten Schliff, indem wir das Stoffetikett einnähen. Und zwar hier auf den Nahtzugaben bzw. auf der Naht, die wir gerade als letztes genäht haben, würden wir jetzt links und rechts einfach mit ein paar Handnähstichen dieses Etikett befestigen. Und dann war es das. Juhu! Ja, das war es auch schon. Das ist euer fertiger Sally Sweater. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich finde, der Pullover eignet sich einfach das ganze Jahr über zum Tragen, denn der Sommersweat, den wir empfehlen, der ist nie irgendwie zu kalt oder zu warm. Man kann ihn immer in verschiedenen Zwiebellooks kombinieren. Und genau, dann freue ich mich auf jeden Fall auf unser nächstes gemeinsames Projekt, vielleicht wieder im Nähen oder einer anderen DIY-Handwerkstechnik. Und genau, bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald. Tschüssi!